Oh yes, es geht wieder los. Ich glaube, dieses Video wird richtig geil. Ich hoffe es für uns. Ich werde ein bisschen was zu den Funden sagen. Ja, da geht es darum, dass ein Reseller auf Garagenflohmärkte geht, auf Flohmärkte geht, Haushaltsauflösungen geht und dort eben Dinge sucht, die er teurer verkauft. Ja? Falls dich für sowas interessierst, lass mir gerne ein kostenloses Abo da. Den Button dazu findest du unter diesem Video hier. Let's go. Sieht schon mal spannend aus. Direkt Actionfiguren. Wahnsinn. Okay. Müssten neuer sein, ne? Marlboro-Werbetafel, auch cool. Generell Werbung ist immer beliebt eigentlich. Yeah, man. How's it going, man? Good, man. How are you? I'm doing all right. I'm a big fan. Yeah, Oh, I awesome, watch Anthony. you all the time. I sell on eBay myself. This is Direkt all erkannt. overflow stuff. Cool, man. What's your name? Miles. Miles? Meet you, yeah. Yeah, I'm in college. This is what I do during the summer. So it's, Nice. I'm just trying to get Cool. You all the guys. stuff out of here. Games liegen hier vorne. Aber sieht jetzt auf den ersten Blick eher uninteressant aus, ne? So Wii. Mal sehen, aber da entwickelt sich bestimmt noch was. Awesome, man. You buy storage units? Oh yeah, storage units, stuff them all the time. Very cool. Yeah, yeah. I talked to your buddy. You know, Jeremy. Yeah. Oh, yeah, Jeremy. Yeah. I talk to him all the time. Awesome, yeah. He's one of my good friends. He's a cool guy. Oh, for sure. For sure. Yeah, I don't know if I have anything you're interested in. I mean, obviously got some video game stuff. There's some Magic stuff here. I don't know if you like that. Hier, ne? Ja gut, er ist auch schon dabei. I don't know anything about that stuff. So, I mean, Oh, cool. There's some Magic cards in there. Awesome. Like that. Oh, hey, Logan, how's it going, man? Good. Setting up out here. Magic Cards. Oh, yeah. Back in home. All types of stuff to look through. Also der Mann hier kauft Storage Units, also diese Storages, ne, in Amerika. Und dann verkauft er die Sachen aus diesen Units eben selbst weiter als Reseller oder eben wie hier auf dem Flohmarkt. Und ja, ich denke mal, da kann man Glück haben, weil er hat dann höchstwahrscheinlich, wenn er sich jetzt nicht mit Magic auskennt, diese Karten dann einfach aus dem Unit auf den Tisch gepackt. Oder es waren natürlich seine, das weiß man hier nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Cool wäre halt, ja, wenn Froggy jetzt hier einfach das Lot kauft und dann zu Hause guckt, was geht da, ne? Sollten natürlich so alt wie möglich sein. How much you have on the Magic cards? $15 is good with me. Cool. Das T-Shirt sieht auch spannend aus. Müsste Harley sein, ne? Harley Davidson. Vielleicht eine Carhartt hier, auch spannend. Alte Carhartt. Caps sehen spannend aus, hätte ich auch nochmal geguckt. $15, also $15. Hier liegt noch ein Naruto-Game. Okay. Good, man. You gotta get a picture with you too after this. Yeah, sure. There you Yeah, go. it's like I saw you drive by. I was like, I swear that's his car. Yeah, it's parked right over there. I was like, no way, it doesn't stop right here with all this stuff. Yeah. The sun is. Is it? Oh, there we go. Yeah. Maybe. Das kenne ich auch. Fühle ich. All right, man. Thanks Awesome, so man. much. Appreciate it. Cool, bud. Take care. Ah, ist immer geil. Ist immer geil. Klingt immer so ein bisschen, aber es ist mega. Alter, what the fuck? Das ist denn für eine Gitarre? Kommt die denn her? Selbst gebaut oder was? Crazy. Ja gut, ne? Sind halt Musikinstrumente. Gibt auch viele Leute, die explizit nach Gitarren schauen. Kenne auch jemanden, der macht das auch seit Ewigkeiten, aber noch viel länger als ich. Ich glaube 30 Jahre oder was. Mittlerweile hat er sich so auf Gitarren spezialisiert, dass der von einem, ja, Allrounder stand sozusagen. Der hatte immer so einen weißen Lieferwagen, hat dann einfach eine Decke ausgebreitet und dann eben Sachen darauf ausgelegt. Und mittlerweile hat er 6, 7 Gitarren und das jedes Mal neu. Also es scheint sich zu lohnen. Vor allem, wenn die Leute keine Ahnung haben. Good, how are you? That's how the 50s. It has a very straight neck on it. Yeah? You could use new strings. I just never got around to that part, but nice little instrument. How much you have on it? I had it marked. Oh. Ich habe gerade einmal ein schönes Gamecube-Bundle gekauft. Eine Gamecube, ja. Ein paar nicen Games. Zelda dabei. Mario Sunshine dabei. Metroid dabei. 60 € war der erste. Could be on the case somewhere. 30. Okay. It's a good deal on it. Hier reserviert. Yeah, that's neat. Mahogany and Everything's glued down and everything still. yeah. Yeah, Nope. it's still intact. Good. Neck looks good. No new. Okay, I'll take that. All right. Hold on, let me keep looking around for a sec. If I buy them, make sure the neck's not broken. Right.
Er sieht schon aus wie ein Musiker, wie so ein Künstler. Oder so ein Maler, ne? Irgend so ein, ja wirklich so ein Künstler. Dieser Hut und diese Brille. Wahnsinn. Yeah, that's important. So cap guns? Yeah, box full of them. Some of them newer, you know, cheaper ones, but they're small ones in Yeah. here too. It's kind of neat. The old ones that need a little work. I used to buy these, take the springs out of them, put them in the good ones. Oh, yeah. It's hard to find. Was ist das denn jetzt hier? Waffen oder wie? Okay. Leute, mal nebenbei, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich streame There's täglich. some older ones, aren't there? Falls ihr Lust habt, checkt auf jeden Fall die Infobox ab. Ich reagiere da eben oder wir live handen zusammen. Wie gesagt, habe jetzt eine Gamecube gefunden. Das zusammen und dann gebe ich noch ein paar Tipps und so. Also, falls ihr dabei sein wollt, ihr wisst Bescheid. Okay. Alright. Going to Holiday World and we're going to decorate a float. And I'm going to make this the treasure. We're doing a pirate ship on it. Welcome So home. I'm just using all the pieces to put in a bag I've got. Thank you, thank you. Okay. We used to do the nice little football. It was a great weekend. Did you? Ja, Instrumente sind jetzt nicht so meins, ne? Wenn ich jetzt weiter skippe, dann sind diejenigen, die sich dafür interessieren, halt pissed. Gucken wir mal hier. Er nimmt die mit. Krass. That one, I should. Aber es scheint mir auch relativ günstig mit $30. Schreibt mir gerne eure Expertise in die Kommis, würde mich mal interessieren. Cordoba sieht auch nicht billig aus, muss ich sagen. Die würde ich jetzt nicht mitnehmen hier, keine Ahnung. Kann ich gar nichts zu sagen. Er hat viele. Ja, rechts, links. Fairly tuned. Yep. Er will sich einfach nicht trennen. Also ja, gib noch mal, ich muss noch mal ein letztes Mal spielen hier. That's very cool. Good luck, Ron. Endlich nächster Flohmarkt. Oh, das sieht schon mal spannend aus. Juhu, let's go, baby. Hier hinten auch. Ja, jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht's los. Watch your channel all the time, my man. Oh, do you really? That's awesome, man. There you go. This is my vintage shop. Boah, Junge. I got Come here for on. vintage stuff. Na gut, anscheinend kennt er sich aus, ne? Das sieht hier aber sehr spannend aus. Ist das ein Carlo hier unten? Carlo Colucci? We're doing 50% off everything on these racks. Okay, cool. I got die Harley t-shirts. boys. I got like racing tees. You have like rock and roll t-shirts or anything? Too. Oh. What's up? Do you have like rock and roll t-shirts or anything? Yeah, Like, band tees are going to be. So that's anime. Yeah, Oh. so band tees Anime sagt er gerade. Hoffentlich nicht zu teuer. Bin sehr gespannt jetzt. are going to be from here all the way to here. sweet. Awesome. Beatles, okay. I'll take the dogs with me. Yeah. $75. Boah. Okay. Habe ich richtig gelesen? 75? Yeah. So anything in these, so except for the Carhartt stuff, That's cool. just, you know, $20 for anything. 91er Tour. Band tees in there too. Oh, do you? Ja, die Sachen sind selbst gebleached hier oben, ne? Also die hat er selber gemacht. Yeah. And that one's cool right That there. one's been thrashed and blasted. It's cool though. Yeah, all like OG single stick. Yeah, I love that graphic on there. Yeah, he's the guy. What do you have there? Ist neu. Ja, also da denkt er jetzt höchstwahrscheinlich ist alt, aber ist nagelneu. Gibt's noch im Laden. Obwohl dieses Jahr, keine Ahnung, aber letztes auf jeden Fall. If you wait, I have the other like big like super combo. For Oh, do you? that. Okay. Yeah, and I'll give you like a good price on that. Awesome. Geiles Handtuch. Und noch ein T-Shirt gefunden bei dem ganzen Stuff hier. Boah, Leute. Also ich und meine Perle wären ausgerastet hier. Ich meine, 75 US-Dollar ist krass, aber er hat gesagt 50%. Gut, das sind 30 US-Dollar. Da muss man dann schauen. Ja? Da muss man sich auch gut auskennen. Also wird man da 5, 6 Dinger, glaube ich, rauspicken, dann nochmal bundeln. Mal gucken, was er noch so findet. Schuhe sehen auch spannend aus. Hey baby, go to like the top one and grab the box of toys. It has that other aliens super set. And How much you have on the poster?
Or should I make a pile or something and then talk to you afterwards? Yeah, that's the best. Okay, Yeah, that's the cool. best. Yeah, And I won't keep like, bothering you. come out, yeah, Sure. Oh, cool. Schönes Bild. In Amerika gehen die auch immer davon aus, dass man handelt. Weil er sagt jetzt auch, ja, mach doch einen Pile, ne? Also hier wieder so ein kleines Häufchen und dann gucken wir zum Schluss. Das impliziert ja eigentlich, dass man handelt. Oh man, what do I owe you? I think that was marked at 75. 75. Let's go ahead and do 30 on that. Sure. Yeah, 35. When the little huge alien thing that, I think I paid, I don't know, something like $15. I just want my cash back, man. Okay. So it'll be like 15 for the other like set and that one. Just get Okay. out of here. Cool. So we're at 50. Yep. Another racing city going out. Here we go. All right. I added 5 records to it too. Oh, ich hätte hier so gerne noch weitergeguckt bei den Sachen, ne? Mann, schade. 5 records. 3, 5. Is it $10 for it all? Sure. Deal. All right, sounds good to me. So we're at 60 with that, and she's on her way in 5 minutes. Okay. Chill out for like a sec. Do you need some change? Yeah, please. I have some. These people hitting me up and all I've been getting is hundreds. Let's see here. Ja gut, ne? Ein guter Mix. Bin auch gespannt auf dieses große Set, was er jetzt hier die ganze Zeit meint. Er meinte ja, er hat dieses kleine und dieses XXL-Set. Ja, aber ich glaube, das kenne ich auch. Müsste mit dem großen lila Xeno sein. Also mit dem großen Alien. 6, 7, 3, 9, 40, and 60. All right. Awesome, dude. That should get you going a little bit. Yeah, man. I needed that. Appreciate it, man. So what's your name? Anthony. Anthony. Pleasure. Jermaine, man. Nice to meet you, bud. Yeah. Aber da hätte ich definitiv noch viel mehr geguckt. Noch viel mehr. Ich glaube, viele stimmen mir da jetzt zu, oder Leute? Schreibt es gerne in die Kommis. Hättet ihr noch mehr am Stand der Shirts verbracht? Also die sahen für mich auf jeden Fall sehr, sehr spannend aus. Und er sagte direkt, komm hier 50% pro Stück. Ne? Das heißt ja, er will die loswerden. So. Wenn jemand sagt, also ich gehe an den Stand, da sagt dann jemand, okay, alles, was du hier siehst, 50%, da weiß man ganz genau, der Typ braucht Kohle, ja, oder der braucht Platz. Eine Sache. Und da schlägt man zu. Das ist für mich auf jeden Fall ein Go. Hey, buddy. How are you doing today? Good, man. How are you? Oh, er wieder. Hier war er ja schon mal, ne? Mit den Karten und so. Figürchen, Karten, Star Wars und so. Erinnert ihr euch? Ja, ja. Ich werde euch mal das Video anpinnen, beziehungsweise in die Infobox packen. Good. Brother, I know you're looking at those going, where were these the last time I was buying comic books, right? Dude, I don't even question it anymore. I know. Don't question. It's all good. Yeah, let me just be right back. Comics, Brother, Karten. will you man the Few fort? Yeah, man, I Pokemon. got you. Don't sell anything. Okay. We're friends. Take for a cookie jar, Michael Jordan. $5. I'm a huge fan of your. Oh, awesome. Hey, Anthony, what's your name? Nick. Nick, nice to meet you, man. Thank you very much. Krass. Immer mehr kennen ihn. Boah, ich hatte eine Zeit, da war das bei mir auch ganz schlimm. Da muss ich euch auch ganz ehrlich gestehen, da hatte ich auch keine Lust mehr. Weil das so krass wurde. Ich war mal in Münster. Das war ein Nachtflohmarkt. Der Flohmarkt war immer sehr gut. Ich war da mit meinen Homies, ja, also vielen Leuten, Mirko, Sven und so, meine Perle dabei. Also wir haben uns da immer so eine Gaudi gemacht, sag ich jetzt mal. Es war ein Nachtflohmarkt und da sind wir die ganze Nacht rumgelatscht, haben uns ein Bierchen geholt und so. War immer ganz cool. Und da war ich und es war verrückt. Mann, Leute, ich glaube, ich habe 200 Leute getroffen. So, die unterschiedlichsten Menschen. Voll freundlich, voll cool und so, aber es wurde dann irgendwann auch echt anstrengend. Dann haben die Leute auch heimlich Fotos gemacht und so. War halt zu meiner Peak-Zeit, so war das Ganze so ein bisschen abging. Ich hatte meine Hustle-Jacke an und so. Wahnsinn, ja. Also, soll immer nicht falsch klingen, aber es wird dann auf Dauer doch anstrengend, weil man ist ja da auch ein bisschen beschäftigt, ja, man ist da konzentriert, man will da auch einen Schnapp machen. So geht das jetzt hier, aber auf einem Flohmarkt, wenn man dann auch beobachtet wird, da kommen ja dann nicht nur ich, auch meine Freundin, die muss dann auch andauernd, ne? So und so ist das dann. Also einfach nur so ein kleiner Talk jetzt gerade. Ja, ich erinnere mich gerade daran, weißt du? Watch a lot, and I tell my wife all about it. That's funny. Do you recognize this guy then? No. No? No. Yeah, he's been in a couple videos. Then I put one. Ja, guck mal, er sagte auch gerade, er war öfter jetzt in Videos. One say, yeah. That's awesome. Thank Hier you. wieder Figuren.
Die sind aber etwas neuer, ja. Die älteren Sachen hat er ja höchstwahrscheinlich schon aufgekauft. Aber auch die werden, also nicht die hier, aber ich sehe hier schon, hier oben dieser, der rechte hier vielleicht, dieser. Die könnten trotzdem auch langfristig gut gehen, denke ich. What are you asking on the Star Wars, guys? I'd like to get 180 for the whole thing. Okay. And you got Boba Fett underneath. And you got the Jawa. He's awesome. I don't have a Jawa. Richtig geil mit dem Koffer hier. Gefällt mir. Alright, I'm making my mental notes. Right, and then when your dad gets retired, 40 and 50%. Das ist nicht der alte, das ist die Retro Collection, ne? Die Neuauflage sozusagen von Hasbro. Habe ich euch letztes Mal auch gezeigt. That's cool. Oh, sorry. I'm leaning towards these though. I like those. I love it. I feel like that's the home it needs to go to. Did you sell those Gut, baskets? das Ding ist, er ist jetzt halt auch ein Seller, ne? Dementsprechend sind die Preise auch so. Letztes Mal hat er einen guten Schnapp gemacht, aber er wird mit jedem Mal ein bisschen teurer, habe ich das Gefühl. Hier hat er einen Dark Magician in der 10. Legendary Collection von 2010, keine Ahnung. Ball cards? Kann man machen. The 74 tops? No. No? You want to see those? Are they out here? I mean, like you don't have They're to. just right inside the living room. I forgot to bring them out. I just thought they looked kind of neat. They were kind of neat. I'd go really low on those too, by the way. Oh, okay. Because as I look at them, there's no Hall of Famers in it. So, Yeah. You know, they're probably $3 or $4 a piece, but I would go, you know, whatever. Okay. You know, $20 or $30, and they're pretty cool though. Well, okay. Ja, so gegradete 10er-Karten. Hier eine alte Mappe. All right. Die sehen halt schon sehr alt aus. Sportkarten bin ich nicht so bewandert. Ja, vor allem, Yeah, those just look cool. I mean, those are like a good set Basketball. completer, I would think. ich meine, da weiß man natürlich, ein paar Rookies kennt man kennt den Jordan, kennt die Bulls-Spieler, sowas geht, ne? Rodman, whatever, Pippen, aber da hört es dann auch schon auf, ne? Yeah. You know. Somebody will need those for their set. I wish Will Chamberlain was in there. Sure, I sure. wish Bill Walton was in there. All right, Star Wars figures, Yes. cards, Boba Fett's, Okay. and these two. Okay. What did I tell you on Star Wars for you? Was ist das hier unten? Action Flips. Puh, die gab es bei uns so viel. I think you said you were asking 180 for the. Yeah. So 180. I'll do 15 on the two top ones. Sure. That makes it 195, and then 205, and then 25 on that. So that's two. Die hätte man ja auch noch mitnehmen können. Ja, die Tops-Karten. Hier rechts, ne? 30 for that, Okay. and then 20 bucks. Did I say? Mhm. Yeah. So 250? 250. Deal, man. All right. 20, 40, 60, 80, 1, 20, 40, 60, 82, 20, 40, 60. Awesome, man. Let me give you. Nah, don't worry about it. Oh, thank you. I appreciate it, dude. We're good. All right, but Ja, ist okay, ja. Ich weiß nicht. Für mich jetzt ein bisschen teuer, muss ich sagen. Hättet ihr den Deal gemacht? Star Wars Figuren sind selten und alt, vor allem mit dem Koffer geil. Boba Fett hat er direkt gehighlightet, muss also einer der stärksten sein. Ist auch einer der stärksten, ja. Also man denkt immer Darth Vader, aber das ist gar nicht der Fall. Boba Fett ist eigentlich auch so der Hidden Gem, sag ich jetzt mal, ne? buddy, Thanks, bro. good to see you. Good luck. All right, we are back in the garage, and that is what I call a great day of yard sales. Got a lot to show you, so let's just get right into it. At the first sale, I paid 15 bucks for a big lot of Magic the Gathering cards and some dice, and these deck boxes here. I've grown pretty confident with things like Pokemon and Yu-Gi-Oh!, but Magic the Magic ist Hardcore, ehrlich. Also ich sage das auch immer in meinen Livestreams, ne? Wenn ich dann streame und hier Karten reinstelle, das mache ich ab und zu mal. Und Magic kannst du halt sehr schwer einschätzen. Da hat man verschiedene Möglichkeiten bzw. verschiedene Karten. Ich kann euch mal ein Beispiel zeigen. Und da herauszufinden, welche Karte das jetzt ganz genau ist, ja, ist halt Hardcore. Wir haben jetzt zum Beispiel verschiedene Karten, ja, ich mache das mal ganz grob, und die sehen eigentlich im Großen und Ganzen sehr ähnlich aus. Ja. Der Unterschied ist,
dass unten noch eine Jahreszahl steht und dass der Druck etwas schwächer ist. Ja, und dann hast du natürlich 6 Möglichkeiten, also 6 Wahlmöglichkeiten, ja, um diese Karten einzuordnen. Also ist Hardcore. Muss ein bisschen was lernen, ja, aber man ist dran. Deswegen nehme ich auch immer Stacks mit, versuche die dann einzuordnen. Ne? Ich habe hier noch einige Sachen, die ich noch nicht reingestellt habe, wo ich mich noch mit auseinandersetzen muss, was ich noch lernen muss. Ich meine, es gibt also Scan-Apps und so, aber ja, es ist natürlich geil, wenn du auf dem Flohmarkt bist, was siehst und dann direkt weißt, alright, das geht und das geht nicht. Gathering, I just never find this stuff. But obviously I'm willing to take a shot on it. Honestly, I've not really gone through these yet. I doubt there's anything super special, but they're always fun to look up this kind of thing, and that's how you learn. The second sale was really cool. Ja, genau das, was ich sage, ne? Also einfach nachgucken, für was gehen die, Einzelkarten checken und dann lernst du es, ja. Also nirgends lernst du schneller, als wenn du es einfach probierst und da womöglich auch einen Fehler machst, ne? We'll start off with this box of cap guns. Most of these are pretty vintage. Some are newer. They're all probably pretty much for parts. He was only charging $25 for the entire box. I figured... Ja, gefühlt ist das ein guter Preis, ne? Ich meine, das ist jetzt nicht so die Rubrik, die in Deutschland angesagt ist, würde ich sagen. Die findet man auch nicht so häufig. Aber, ja doch. Ich glaube, ich kann den Kauf nachvollziehen hier. I take a shot on them. I think realistically this pack of Tootsie Toy American West cap boxes should pay for everything. I don't think you're supposed to sell them on eBay, so I won't be doing that. But das waren diese roten, runden Dinger, die man dann in die Knarre gemacht hat und dann konnte man so... It's nice to know that the value is there. And then if you decide that you want to sell the actual cap guns on eBay, you have to make sure that you put something orange in the barrel. I don't know exactly what I'll do yet. Like I said, most of these are 4 parts. This one is probably the one with the most potential. It's a Hubley or Hubley. I'm not exactly sure how to pronounce it, but it's a cowboy model. Looks like in really... Ja, immer dafür sorgen, dass man sieht, dass es eben keine echte ist, ne? Ist immer ganz wichtig. Nice condition. These can sell for way over $100, maybe closer to 200. I think I'll probably just sell the entire thing to someone that restores these or something. I don't know. And then right here, we actually have a pretty special little guitar. It might be easy to pass something like this over because it doesn't really look special. Ja, guck mal, hier ist das große Set. Ist doch nicht mit dem großen Alien. But this is actually a mid-1950s Harmony H162 3/4 size guitar. So Harmony used the H162 model number for 2 different guitars. The other one is a full-size body guitar, and it is definitely more common. I think this was considered more of a child's model back then, and there's just not that many of them around. It's got a solid spruce top and solid mahogany back and sides. It's got a super... Krass, also er hat wirklich Ahnung, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Sieht gut aus, keine Frage. Fat baseball bat size neck. And from what I can tell, these are really sought after guitars. A lot of times people use these as Terz guitars. T-E-R-Z basically just means that the strings are tuned from G to G instead of E to E. Just kind of gives it... Ich verstehe nur Bahnhof. Harmony, okay. The different sound sits a little higher in the mix. I think there's a good chance that the pick guard on this one might not be original. Doesn't really matter, it's just something I noticed. I think it looks kind of cool. But when I bought it, I just made sure that the bridge was laying flat and not coming unglued. I made sure that the neck was straight and not bowed. I made sure that the neck didn't have any lift at the joint here. So it's in really fantastic shape. There's no cracks or warping or anything. Hier, was geht die jetzt? Ja, klar ist der Zustand wichtig, ne? Er meinte gerade, da dürfen keine Brüche drin sein da oben. The saddle down here has really been dug into over the years, as well as the nut up here. So it really needs to have that replaced and the saddle replaced. I do know a guy that owns... Boah, da musst du natürlich auch viel Arbeit da reinstecken. Er sagt gerade, er will das austauschen, oben das Ding austauschen. Für was geht denn die? The guitar shop. I may see what he charges me to replace those because if I can get this playing really well, it'd be worth somewhere in the $300 to $500 range. And I paid $30 for this. The main issue that's caused... Ja gut, okay. Ja, er hat jetzt $30 bezahlt, geht für 410, rechnet da $20 runter und nochmal 10 drauf auf die Arbeit, die dazu kommt, oder 20, keine Ahnung, was die Parts jetzt hier kosten. Aber dann lohnt sich das schon. Also ich denke mal mit 350 bist du dabei. Is it just will not stay in tune for very long. I'll try to strum a couple chords here while it's semi in tune. Yes, sir. Used for about 80 to 100, so not bad at $30. The next sale was really cool as well. That guy had a lot of really neat stuff. I tried to really pick and choose and not go overboard, and I'm super happy with what I did find. Ich meine, das sieht schon cool aus, ne?
Ich habe damals auch, als wir im Smith's Toys waren, hier Walmart, zu meiner Perle noch gesagt, ey, wie cool sehen eigentlich diese Spielzeuge aus, ne? A couple of these Leonard alien xenomorph type figures and play sets. Just kind of took a shot on them because I know the Leonard Rampage stuff does pretty well. These aren't quite as good. I think that this big set usually sells for like 35 to 45 bucks. The smaller set sells for like 15. I paid... Ah ja, gut, okay. Ein bisschen aufbewahren will ich das vielleicht. Aber sonst, ja. Ja. Paid 15 for both of them, so that's okay. Grabbed a few records. There was a bunch of cool titles in that bin. Most of the covers and the records themselves looked pretty well loved, so I just grabbed a small stack like Kiss Alive 2, Houses of the Holy by Led Zeppelin. We got The Doors, Harvest by Neil Young. Das war auf jeden Fall ein geiles Album. Ja, Harvest. Zeppelin. We got The Doors, Harvest by... Wie hieß denn nochmal der Main-Song? Heart of Gold? Ich glaube ja. Müsst ihr euch mal geben. Geiler Song, echt. By Neil Young and Jimmy Buffett A1A. Paid $2 a piece for those. In this condition, I'll probably get 8 to 10 a piece out of them in my booth. I thought this true vintage single stitch Guns N' Roses 1991 concert t-shirt was really neat. I'm pretty sure that this is like a parking lot bootleg. Something that you would have bought standing in line waiting to get into the venue. And these things can definitely have value. There are certainly collectors out there. I'm not saying that I agree with bootlegs. Ja, also es ist kein Original anscheinend. Ja, so wie er das jetzt sagt. But it's definitely part of the culture. It's a Das ist halt schwer herauszufinden, ne? really neat shirt in my opinion. It's got a few tiny little spots on it, but for the most part, it's in pretty good shape. And that graphic is just pretty killer on there, as far as I'm concerned. Ja, ja, also ob Bootleg oder nicht, ja, das ist dann so eine Kleinigkeit, sage ich jetzt mal. Also, auch so sind diese T-Shirts, Pullover, was auch immer, relativ teuer. Da gibt es Wrestling-Oberteile, die kommen dann nicht daher, sondern aus anderen Ländern, ne? Kennt man ja, aber selbst diese sind aus den 90er Jahren relativ beliebt. Da gibt es auch Repro-Pokémon-Spiele aus der Türkei. Mit OVP sind die beliebt, Pokémon Jade und so, ne? So I did end up paying $30 for this, which I think was a fine deal. I saw a US Tour 1989 Guns N' Roses parking lot shirt on Worth Point that just sold back in May. It sold for $300. No clue what this one's actually worth. Like I said, I thought it was super cool. And then we have the vintage 1987 Lost Boys poster. I already have this thing in a frame because I did not want anything happening to it. So cool, definitely. Sieht schon cool aus, ja. My favorite movie of all time. I never find Lost Boys stuff. Not a chance I was going to leave this behind. Paid $5 for it. The same poster sold a few days ago on eBay for well over $100. What? Krass. Das ist krass, ja. Weil es eben so selten ist, höchstwahrscheinlich. Sometimes they sell for closer to $50. I don't care. It's amazing. And then I finished up the day at my old buddy Haas's house. If you've been watching the channel for at least a few months, you've probably seen Haas in a few videos. He just Ja, guck, er sagt jetzt auch. Der Typ hier ist öfter in seinen Videos. Was haben wir hier? happened to be having a yard sale. I figured I'd save it till the end because we've done so much business lately. But I'm definitely glad I stopped by. Picked up a few smalls. I think he gave me both of these Mandalorian Boba Fett's for $7.50 a piece, like 2 for $15. I'll probably put a tag on them for $12 or $15 a piece and throw them up on a shelf. I bought the little stack of Pokemon Layman cards and these little art box holograms, mainly because I have no experience with these, so I thought they'd be... Ja, klar, sind gradebar auch. Glurak und so auch zur Peak-Zeit, also vor 1,5 Jahren ungefähr, recht beliebt. Auch das Pikachu hier. Wurden gut gegradet, aber das hier ist die Special-Variante. Die sind meist Off-Center, ja, die hatten auch andere Packs, so goldene. Sind also nicht die klassischen Action-Flips, so heißen die, ne? Also dieser Stack hier. Fun to look up later, which I still have not gotten around to do, but those are pretty cool, I think. Paid $20 for this binder full of 1974 Topps basketball cards. He said $20 hätte ich auch mitgenommen. Wäre für mich ein No-Brainer, ne? Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, klar, auf manche Sachen kann man da achten, ne? Ich sage ja, jeder hat sein Feld, aber $20. there were no Hall of Famers or anything in here, but I thought they had a really cool look. There's well over 100 cards. I think closer to 120, 130 cards for $20 for all of them. People are always trying to complete sets of these. I'll probably just pop a tag for 40 or 50 bucks on them, but they were definitely fun to look at. And then we have the old case of Star Wars action figures. Ja, das Case sieht halt auch mega aus, muss man sagen. Let me tell you why I was cool spending 180 bucks on these. First of all, this is the 1977 mini action figure case. This case alone with the 2 trays unbroken. These can sell for like 25 to 50 bucks on their own just for the case. Also $60 nur für das Case und er hat jetzt 180 für alles bezahlt. Und der Typ meinte, Boba Fett ist auch dabei.
Secondly, I recently picked up a lot of G.I. Joes that just happen to have a few Star Wars weapons mixed into it. One of which is this blaster here for Boba Fett. I noticed that there was a pretty nice Boba Fett in the case here. Pretty good paint all over, the joints are pretty good. Now it's complete. So this figure here... Komplett für 90 US-Dollar, wow. Also Boba Fett, Leute, ne? With the weapon that I had laying around should pay for quite a big chunk of this entire lot. Other weapon I had laying around was the Jawa blaster, which would complete this little Jawa right here, which also just happens to complete another project that I've been working on. I've been trying to buy lots of Star Wars, sell off the ones I don't need, until I was able... An seiner Stelle, ne, würde ich auf jeden Fall für diese Sammlung diesen Koffer behalten. Ich würde die Einzelfiguren verkaufen, wenn es geht, aber diese Figürchen hier, die würde ich schön im Koffer aufbewahren, glaube ich. To complete a first 12 figure collection plus 2. The first 12 Star Wars action figures complete plus Yoda plus Boba Fett. But the Jawa complete was the last figure that I needed to complete that collection. And the goal was to complete the entire collection in as near mint condition as possible, just by buying lots, selling off what I... Cool, ne? So ein Side-Hustle von ihm, er wollte das voll machen, das Set. Hat er jetzt geschafft mit der kleinen hier. Das ist cool. So macht's auch Spaß, ne? Man braucht immer was zu suchen. I didn't need, upgrading as I went. It took about 6 or 8 months, but here we finally have it. And I mean, most of these figures are just absolutely beautiful. Like this Farm Boy Luke, look at that saber. There's no bend to it. It's not broken. Same with Darth Vader here. Absolutely beautiful lightsaber. Das Schwert. Sieht natürlich ein bisschen klein aus, muss ich sagen, ne? So klein wie mein Zeigefinger. Yoda, complete, fantastic condition. Ben Kenobi's lightsaber, also absolutely wonderful. I did end up with a couple graded figures for backup as well, like this 75 plus Luke here. I think that my loose figure is actually... Würde ich in Amerika wohnen, würde ich meine Figuren oder zum Teil Figuren auch graden lassen. Also ich finde das mega, wie die dann in so einem Case stehen. Than this one. Plus he's made in Taiwan, which makes him a little bit more valuable anyway, as well as this R2-D2, which is graded 80. R2-D2s are so hard to find in really good condition. That sticker just gets worn down. I feel like the only thing now that could use an upgrade is the Sand People cape. It's got a little rip in it. Other than... Also den will er updaten hier. Mal sehen, ob er nochmal findet. Bin gespannt. That everything else is about as nice as I've ever seen. So I had no real rhyme or reason for doing this. It's something I set out to do about 6 or 8 months ago. I was able to complete it. Now I'll probably